Das Ende dieser unglaublich langen englischen Wochen geht heute zu Ende. Das letzte Spiel. Dann ist erstmal Länderspielpause gegen Hoffenheim. Dazwischen waren Pokale, dazwischen war Champions League, wo wir leider zweimal verloren haben. Also da müssen wir echt zusehen nach der Länderspielpause, dass wir gegen Sturm Graz, das ist dann unser nächster Gegner, dass wir da die beiden Spiele gewinnen, um dann wirklich noch Chancen zu haben, um ins Achtelfinale einzuziehen. Ansonsten wird das sehr, sehr eng. Dann geht es nur noch um die Europa League. Und ich würde ja gerne auch auf Hinsicht, dass wir dann im Winter nochmal zulegen, was die Spieler betreffen, finanziell da nochmal ein bisschen mehr Geld bekommen. Aber gut, jetzt erstmal gegen Hoffenheim. Zusehen, dass wir oben weiter dranbleiben, dass wir oben bleiben. Wir sind ja, glaube ich, Tabellenführer. Mit ganz vielen anderen Mannschaften gefühlt zusammen. Die Mannschaft muss sich ein bisschen umstellen. Larsson unter anderem ist neu. Und Fratesi! Der ist nicht neu, aber der trifft. Nach 7 Minuten und das ist richtig schön. Aus etwas spitzerem Winkel von einem Mittelfeldspieler ist das jetzt nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Aber hier erstmal Larsson mit dem Schuss. Fratesi nicht im Abseits, konnte man gerade ganz gut sehen. Und dann aus spitzem Winkel. Ja, das ist ein guter Start. Sowas wünsche ich mir halt auch mal in der Champions League. Dass wir da mal in Führung gehen, dass wir mal 1, 2 Dinger machen. Auch sein erstes Tor jetzt endlich für uns. Und ja, die Mannschaft, egal wen ich reingestellt hätte, wäre nicht fit gewesen. Ich habe aber trotzdem ein bisschen getauscht. Linke Seite habe ich Haraldsson reingetan. Dafür Larsson jetzt hier halt auch ins Mittelfeld. Und vorne spielt Van Duyven. Van Duyven spielt vorne, dem ich ja auch mal wieder eine Chance geben möchte. Er muss sich ja auch verbessern. Und er kann sich ja nur verbessern, wenn er spielt. Und er ist ja auch gar nicht so verkehrt. So, Koch, Pacho, die halten hinten den Laden hoffentlich dicht. Die einzige Konstante ist bislang hier so die Bundesliga und natürlich auch der DFB-Pokal. Da sind wir dann gegen die Bayern weitergekommen. Also schon wieder ganz, ganz wild hier in der Hinrunde. Bislang viel Spektakel. Ja, viele Fehler natürlich auch wieder, vor allem von uns. Und Hoffenheim kommt über Bueno. Karikaburu. Achtung, erste Chance. Koch ist da. Sehr gut. Und dann geht's nach vorne mit Martin. Das ist auch ein Senkrechtstarter. Also das war auch eine sehr, sehr gute Verpflichtung. Der hat ja am Anfang so oft getroffen. Das ist ja Wahnsinn. Oh, schade. Meier wäre durch gewesen. Und der wird ja auch noch besser. Das heißt, er wird uns auch ein bisschen mehr Geld in die Kassen spülen, wenn wir den irgendwann verkaufen sollten. Aber darüber denke ich jetzt noch gar nicht nach. So, gut stehen. Meier ist da. Jetzt muss man gucken, dass wir den hinten irgendwie gut rausgespielt bekommen. Ja, und ansonsten sehr viel Mittelfeldgeplänkel. Viele Bälle kommen noch nicht so an. Das ist auch ein bisschen Harakiri, was wir hier spielen, aber solange wir führen, ist das erstmal alles okay. Hoffenheim spielt mit einer Fünferkette, wer hätte es gedacht. Die dann offensiv zu einer Dreierkette wird. Das heißt, da müssen wir auch irgendwie Lücken finden. Das altbekannte Spiel ist ja hier nichts Neues. Dann aufbauen, versuchen schnell die Seite zu wechseln und dann halt diese Lücken hier zu schaffen. Ja, Kadiulu, das ist gut. Das war schon mal ein Angriff, wie ich ihn mir vorstelle, wie wir den öfter mal ausspielen sollten. Aber dann fehlt halt leider die Genauigkeit. Und wieder Seitenwechsel, geht halt nur über rechts momentan. Viel über rechts. Chukwueze jetzt gegen Bogarde, da hat er, glaube ich, wenig Chancen. Aber vorne drauf gehen. Henderson ist im Tor. Oh, der macht den fast selber rein. Schade. Hätte er sich nach hinten gedreht, wäre es ganz schön bitter geworden. Boa Santos, Bueno gegen Kadiolo. Ja, der stand zum Beispiel auch schon gestern in der Zeitung. Also defensiv ist das wirklich gut bislang. Hoffenheim versucht immer wieder über die Außen zu kommen. Schafft es dann aber Gott sei Dank nicht. Weil wir halt gut stehen. Und nach vorne hin bis auf das eine Tor von Fratesi. Aber es reicht ja dann. Erstmal. Aber das ist noch nicht hier in Stein gemeißelt. Wir brauchen auf jeden Fall ein zweites Tor, auch wie immer. So, jetzt aufgepasst, wieder 50-50 Entscheidung. Perez in die Mitte. Achtung! Und der Ausgleich. Ja, schade. Wie gesagt, wir standen eigentlich gut hinten drin und dann hier. Die Situation, die darf es gar nicht geben. Man muss sich entweder draufgehen oder irgendeinen anderen Spieler auswählen. Und Kanesici, der sieht da halt immer schlecht aus. Oder beziehungsweise jeder Keeper. Karikaburu ist dann der Torschütze. Das kannst du einfach nicht verteidigen. Und auch die Keeper.
Die kommen da aus irgendwelchen Gründen, kommen die da nie hin. Die sind dann so platziert. Da kannst du da nichts machen. Aber gut, weiter geht's. Vielleicht mal vom Anschluss weg irgendwie was Überraschendes. Martin, ja, Chukwueze, das ist zum Beispiel was Überraschendes. Schade, auch wenn das jetzt abseits war. Ah, den einen Schlenker, den hätten wir nicht machen dürfen. Schade. Ja, und vorne Van Deuven, den kriegen wir halt auch leider noch nicht so rein. Ist halt einer der kleineren Sorte, so ein Jovic-Verschnitt, würde ich fast schon sagen. Nicht so groß, aber ich hoffe, dass er mal so gut wird wie Jovic. Damals bei der Eintracht. Der hat ja alles kurz und klein geschossen mit Rebic, mit Sebastian Aller. Oh Mann, was war das? Ein geiles Trio, wirklich. Das war wirklich damals ein richtig geiles Trio. Jetzt gibt es mal eine Ecke. Vielleicht nach dem altbekannten Mittel hier, nach einer Ecke, einfach mal rein. Ja, da kommt Kaldiolu ran. Einer der kleineren. Aber auch er, wenn er frei zum Kopfball kommt aus der Position, wenn selbst ein Timmy Chandler Kopfballtore macht nach einer Ecke, letzte Saison zum Beispiel, dann schafft das ein Kaldiolu erst recht. Schöne Ecke, schön getreten. Er kommt völlig frei zum Kopfball. Gut, wenn er dann natürlich ein gutes Kopfballspiel hat, dann macht er die Dinger. 2-1, kurz vor der Pause, sehr gut. Auch er mit seinem, ich glaube sogar allerersten Tor überhaupt für uns. Ich glaube, der hat noch gar nicht getroffen. Aber schön, ich bin auch am Überlegen, jetzt gleich mal in der Pause zu gucken, ob ich vielleicht die Formation mal verändere, mal auf ein 4-3-2-1 gehe. Wenn Hoffenheim dann mit 5er-Kette hinten drin steht oder mit einer 3er-Kette dann. Aber erstmal müssen wir noch die letzten Sekunden hier rumkriegen in der ersten Halbzeit. Chukwueze rückt da auch immer wieder mit ein. Sehr, sehr schön. Und dann führen wir 2-1 zur Pause. Es ist nach wie vor ein knappes Ergebnis. Wir spielen gar nicht so verkehrt und das Gegentor kommt halt wieder aus heiterem Himmel. Ja, Statistik, wir haben auch nicht so viele Schüsse. Aber wir sind sehr effektiv heute. Wir machen aus 3 Schüssen 2 Tore. Aber wir müssen mal auf die Schüsse aufs Tor gucken, oder? Ah ne, das ist ja erwartete Tore. 0,7. Also im Prinzip spielen wir besser, als die Statistik es besagt. Und ihr seht, egal wen ich hier reinbringen würde, das wäre auf der Reservebank, wäre das genauso ein Graus. Die müssen halt jetzt erstmal durchspielen, aber es ist ja dann Länderspielpause. So 4-3-2-1 wäre eine Option auf jeden Fall und das probiere ich jetzt mal aus. 4-3-2-1 mit der Dreierkette von Hoffenheim. Wir schauen einfach. Entweder es klappt oder ich laufe ins offene Messer. Andere Möglichkeiten gibt es nicht, aber ich finde die Formation, die hat uns auch schon den ein oder anderen Sieg auch gerettet. Das lässt sich eigentlich auch immer ganz gut spielen. Nur wir müssen nach wie vor immer gewarnt sein, immer gewappnet sein. Kaldiolu so und jetzt die Chance. Ja, wenn Larsson den vorne bekommen hätte. Weil jetzt sind nämlich auch ein paar mehr Leute in der Mitte. Das heißt, da könnten... Oh, Meier, wenn er den zum Mann kriegt. Das heißt, es wären noch mehr Leute im Mittelfeld gebunden. Und das würde bedeuten, dass wir über die Außen dann ein bisschen mehr Platz hätten. So ist der Wunsch. So ist die Herangehensweise. Meier Haraldsson, Martin läuft vorne durch, genau, gegen Nsoki. Mal gucken, wie schnell Martin ist. Ja, der ist schnell. Aber Nsoki ist halt auch nicht langsam, schade. Ganz oben auf Kaldiolu, genau. Schöner Seitenwechsel. Jetzt muss man in der Mitte, da sind 2, 3 Mann. Unter anderem auch Chukwueze. Aber völlig frei. Schöne Flanke. Hätten wir vielleicht nochmal annehmen können. Ja, nein, vielleicht. Jetzt ankreuzen. Aber der war schon relativ frei. Ich dachte, der geht erst mit dem Kopf hin, aber... Ein Seitfallzieher wäre auch gegangen. Oh, wenn der dann reingegangen wäre... Eieiei. Aber gut, weiter geht's. Kaldiolu, Fratesi und genau diese Lücken, die müssen wir jetzt über außen einfach nutzen. Chukwueze, Larsson und jetzt Van Deuven in der Mitte. Das könnte sein erstes Tor sein. Aber doch nicht per Rückgabe. Weiter geht's. Haraldsson, nochmal Van Deuven. Aber ich glaube, das wäre abseits gewesen. Vorteil war, glaube ich, irgendwie angezeigt. Nagaloma für Koch. Frische Kräfte. Schade, aber Van Deuven, ey, den muss er einfach ein bisschen härter schießen. Larsson, wie gesagt, der ist im Mittelfeld so gut. Antizipiert immer gut, wo die Bälle hinkommen. Stellt die Passwege zu, gewinnt wirklich viele Zweikämpfe. Ein wirklich guter Spieler. Meier, schade, Chukwueze hinten.
Und irgendwann wird Hoffenheim ja ein bisschen mehr riskieren müssen, wenn es jetzt weiterhin so steht. Das heißt, wir würden dann noch mehr Platz kriegen, hoffentlich, auf der Außen. Auf den Außen. Wir müssen es dann halt nur dementsprechend ausspielen. Jetzt, Martin, schade. Der läuft hier auch schon auf dem Zahnfleisch. Da müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir einen Kunku reinbringen. Pacho ist da. Sehr, sehr gut. Komm. Viel Kraft hat er nicht mehr, aber den Ball holt er noch. Boah, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. War auch wieder ganz schön knapp. So, Nagalo. Nächster Angriff. Nein, oh weia. Fehlpass mit Ansage. Die Mitte zu. Mitte muss stehen. Larsson ist da. Martin verschiebt mit. Genau. Meier auf der Außen. Sehr, sehr gut. So, jetzt wechsle ich mal Meier aus. Ich glaube, der ist echt schon... Da leuchtet die Lampe schon fast rot. Bringen wir einen Kunku rein. Tuta, Shaibi. Ja, eigentlich auch nochmal Mamouche für Haraldsson. Und Shaibi für Chukwueze, der ist halt auch platt. Und vorne können wir Larsen reinbringen. Ja, also auch nochmal vorne halbwegs frische Kräfte. Also wenn man das halt frisch nennen möchte. So, Hoffenheim kommt über Bradley. Fehlpass und jetzt die Chance. Mamouche ist halbwegs frisch gegen Bogarde. Larsen läuft und kreuzt. Sehr schön. Guter Laufweg. Und jetzt in der Mitte Shaibi. Oh, da haben wir zu früh gespielt. Hätten wir warten sollen. Egal, Larsen. Kriegt er den? Nee. Und Shaibi kriegt den auch nicht. Haben wir noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten mit Nachspielzeit. Jetzt geht's in die entscheidende Phase. Jetzt hinten dicht halten, vorne nochmal ein drittes machen. Das wäre so wichtig heute, der Sieg. Aber Hoffenheim kommt über Bradley. Oh, da hat ein Kunku geschlafen. Grätsche kommt, aber der Schuss ist auch nicht unbedingt so platziert. Ja, und alles wegverteidigen geht halt leider auch nicht. Bülter kommt für Bradley. Ist das der Bradley, den wir bei uns in der Hertha-Karriere haben? Da haben wir ja auch einen Rechtsverteidiger, Bradley. Müssen wir mal nachschauen. Jetzt müssen wir erstmal hier auf Bueno gucken. Achtung, bitte kein Foul. Larsen ist da. Larsson kommt nicht ran. Achtung, Larsen steht dazwischen. Sehr schön. Auch mit da hinten arbeiten. Und mal eine Entlastung über Larsson. Sehr gut, wenn er jetzt noch irgendwie den Seitenwechsel ganz entspannt hinkriegt. Das kriegt er hin. Jawohl, ein Kunku, super. Und der kommt mit Geschwindigkeit. Mamouche schon direkt weiter. Oh, Larsen in der Mitte. Aber direkt, nicht erst annehmen. Auch mal mit der Hacke weiterleiten. So, Bülter jetzt gegen Pacho, der ist jetzt weg. Achtung, Karikaburu. Achtung, da ist Prömel. Und dann ist es passiert. Und auch das Tor ist aber auch wieder zu verteidigen. Ey, sorry, da nehme ich auch wieder Kanisici nicht raus. Den kann man auch mal halten. Alles gut soweit und dann aus 14 Metern, da haue ich sogar mit meinem Controller gegen die Tischkante gegen, weil ich es nicht fassen kann. Dann ist der auch einfach zu platziert, ey. Und das kommt wieder so aus dem Nichts. Das ist das zweite Gegentor in dem Spiel, was so völlig aus dem Nichts fällt. Aber noch ist, ja gut, da muss man halt auch mal gucken, dass er aus dem Abseits rauskommt. Noch sind 5 Minuten, 6 Minuten. Aber ein Dreier wäre halt heute schon ganz wichtig. Dass die Konkurrenz nicht näher rankommt. Oh, und jetzt verlieren wir wahrscheinlich sogar. Jetzt verlieren wir vielleicht sogar. Bülter. Flanke kommt. Oh, wo ist denn der Kalisici? Aber abseits. Aber weißt du, unser Keeper geht da nie hin. Wenn ich mal so eine Flanke mache, auf der anderen Seite ist der Keeper immer da. Und fängt den immer locker aus der Luft ab. Da lässt er gar keine Zweifel aufkommen. So, aber wir haben ja auch noch mal ein bisschen Platz und ein bisschen Zeit. Martin Mamouche vorne bringt sich in Position. Larsen ist hinten und Shaibi. Also da sind jetzt 3 Leute. Das müssen wir doch irgendwie ausgespielt kriegen. Aber so nicht. Über Umwege. Fratesi, Larsson. Und Cardiolo mit Platz. Jetzt muss Larsen hinten einlaufen. Aber dann die Flanke. Ey, um Gottes Willen ist das schlecht. Larsson jetzt eine vernünftige Flanke. Oh, was macht denn da ein Soki? Oder wer es war? Schade. 2-2 am Ende. Das sind auf jeden Fall 2 verlorene Punkte. Ja, aber auch gerade die Flankensituation. Ja, das stehen 3 Leute in der Mitte gegen einen Hoffenheimer. Und die Flanke kommt so beschissen. Auf Deutsch gesagt. Naja, es sind auf jeden Fall 2 verlorene Punkte. Aber gut, immerhin ein Punkt. Wir hätten auch noch verlieren können. Weiter geht's. Ja, das ist halt wirklich bitter. Also so Spiele, dass wir auch die nicht mal zu Ende gespielt bekommen. Weißt du, auch mal so ein 2-1 verteidigen oder mal aufs dritte Tor gehen. Aber es war halt einfach nicht möglich. Es war
irgendwie nicht möglich. Jetzt haben wir erstmal Länderspielpause. Stehen auf dem 3. Platz, aber wir sind ja noch oben mit dabei. Mit Union, die da auch irgendwie gerade eine Sensationssaison spielen. Dortmund ist oben mit dabei, Wolfsburg noch ein Spiel weniger. Und ein Scouting-Update. Also es gibt ein paar positive Nachrichten. Unsere Jungs können sich ausruhen. Und dann gehen wir erst nochmal die Nachrichten hier durch. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Scouting-Bericht. Achso, warte mal. Nee, abbrechen. Genau, der war jetzt hier in Deutschland. Michael Simon. Vielleicht ist da irgendeiner auch dabei. Aber es sieht schlecht aus. Ihr Potenzial bis 75. Das sind meistens nicht so die guten. Milan Müller, Fabian Krüger auch nicht. Also die müssen schon Potenzial bis 94 haben. Paul Friedrich auch nicht. Ansonsten hat das halt einfach gar keinen Sinn, die zu holen. So, jetzt gucken wir mal aus der Elfenbeinküste. Wilfried Koulibaly wäre theoretisch so ein Kandidat. Der hat ein Potenzial bis 94, aber auch er mit einem nicht so hohen Wert. Und darauf schaue ich immer, oder darauf müsst ihr halt immer schauen. Dann holt ihr euch echt die Rohdiamanten. So, vielleicht jetzt hier Tito Herrera. Hat auch nur 220.000 Wert. Das ist zum Beispiel jemand, Santi Mendes, 675.000, würde ich mal mitnehmen. Gonzalo Blanco auch nicht. Iñaki Soria. Und Xavi Oliveira auch nicht. Und haben wir noch irgendwo einen, Entwicklungsplan von Fratesi. Björn Meyer ist eher schlapp. Ja, was mache ich jetzt hier? Fokus auf Leistung erstmal lassen, oder? Oder auf ausgeglichen bei jedem. Dieser Trainingsplan sorgt für gleichbleibende Fitness und versucht die Bissigkeit deiner Spieler zu erhöhen. Ja, gleichbleibende Fitness bei englischen Wochen wird schwer. Für alle Spieler übernehmen. Ich mache es mal für alle ausgeglichen, auch wenn ich jetzt gleich wieder die Nachricht kriege, oh, es braucht aber Zeit und Trainingspläne und hast du nicht gesehen? Ja, weiß ich schon alles. So. Und dann kommen halt wieder englische Wochen, ne? Das ist Wahnsinn, wenn wir mal gucken. Wir spielen jetzt gegen Gladbach, dann haben wir Sturm Graz, müssen wir gewinnen, dann haben wir Hertha, dann haben wir zweimal Wolfsburg, im Pokal zu Hause und in der Liga auswärts, dann haben wir wieder Sturm Graz, also da müssen jetzt quasi Siege folgen. In der Champions League Pokal möchte ich sowieso wieder gewinnen. Ist der einfachste Weg, um nach Europa zu kommen. Und dann hier, oh, das wird ein Hammermonat hier. Dezember nochmal mit Bayern, Dortmund, dazwischen Sevilla, auswärts, zu Hause gegen den AC Mailand. Also wir haben noch einiges vor uns, aber wir können das schaffen. Ich blicke da auf jeden Fall mal positiv entgegen und vielleicht haben wir ja dann im Winter die Chance, uns vielleicht nochmal so 2, 3 Leute zu holen, die den Kader auffüllen. Also für die Breite im Prinzip. Und auch der Kader, der ist ja gut. Der ist ja wirklich gut. Wir haben wirklich auch dieses Jahr eine gute Truppe beisammen und es ist ja knapp. Also 3 Punkte trennen Leverkusen und Bayern. Oder nimm Wolfsburg noch mit rein. Und wir können ja mit einem Sieg auch Tabellenführer werden. Die anderen haben schon gespielt. Bayern hat in Leipzig verloren. Union hat in Stuttgart verloren. Also ihr seht, es bleibt spannend, es bleibt wild, es bleibt sehr spektakulär. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das in Gladbach läuft. Also macht's gut, bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.